Wir erleben die Welt durch eine Linse. Eine Linse, die informieren, verbinden und unterhalten kann. Aber diese Linse ist auch eine Waffe, fähig, Kriege zu beginnen, Revolutionen zu entfachen und die Realität selbst zu formen. Medien sind die vielleicht mächtigste, unkontrollierbare Kraft der modernen Gesellschaft. Aber wie haben sie diese Macht erlangt? Seit Jahrhunderten kämpfen wir darum, Informationen zu verbreiten und sie zu kontrollieren. Die Geschichte der Medien ist nicht nur eine Geschichte der Technologie, es ist die Geschichte, wie wir gelernt haben, die Welt zu verstehen. In diesem Video reisen wir von den ersten gedruckten Worten, die das Fundament des Mittelalters erschütterten, über die Radiowellen, die Nationen vereinten oder entzweiten, und das Fernsehen, das uns Geschichte in Echtzeit miterleben ließ. Wir tauchen ein in die digitale Revolution, den Zusammenbruch traditioneller Gatekeeper und den Aufstieg der Algorithmen. Und wir werfen einen Blick auf die Rückschläge, Propaganda, Zensur und die Frage nach der Verantwortung der vierten Gewalt. Begleite uns auf dieser Reise in das Herz unserer Informationsgesellschaft. Bevor wir die Geschichte weiterverfolgen, müssen wir verstehen, was Medien eigentlich sind. Im Kern ist ein Medium einfach ein Vermittler. Ein Kanal, der Informationen von einem Sender zu einem Empfänger transportiert. Ob das Papier einer Zeitung, die Radiowellen oder der Binärcode eines Online-Artikels, das Prinzip bleibt gleich. Eine Botschaft wird übermittelt. Aber in modernen demokratischen Gesellschaften erwarten wir mehr von den Massenmedien. Sie sind nicht nur passive Kanäle, sie formen unsere Realität und daraus erwächst eine enorme Verantwortung. Man bezeichnet die Medien oft als die vierte Gewalt. Aber warum ist diese Bezeichnung so wichtig? In der Theorie der Gewaltenteilung stützt sich die staatliche Macht auf 3 Säulen. Die Legislative, also das Parlament, die Exekutive, also die Regierung, und die Judikative, also die Gerichte. Während diese 3 Gewalten staatliche Macht ausüben, besteht die Macht der Medien darin, diese im Namen der Öffentlichkeit zu beobachten und zu hinterfragen. Sie sind die essentielle Kontrollinstanz. Diese Verantwortung manifestiert sich in 3 Kernaufgaben. Erstens, Information. Die grundlegendste Aufgabe ist es, die Bürger über relevante Ereignisse zu informieren. Neutral, faktenbasiert und umfassend. Es geht darum, Fakten bereitzustellen, damit wir fundierte Entscheidungen treffen können, sei es bei einer Wahl oder im täglichen Leben. Zweitens, Meinungsbildung. Medien liefern nicht nur Fakten, sie ordnen sie auch ein. Durch Analysen, Kommentare und das Zulassen unterschiedlicher Perspektiven helfen sie uns, die Komplexität der Welt zu verstehen. Sie schaffen einen öffentlichen Raum für Debatten, der für eine lebendige Demokratie unerlässlich ist. Und drittens, vielleicht am wichtigsten, Kritik und Kontrolle. Die Rolle des Wachhunds. Journalisten haben die Aufgabe, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, Korruption aufzudecken, Missstände anzuprangern und Fragen zu stellen, die sonst niemand stellt. Das ist der Idealzustand. Doch der Weg dorthin war lang und voller Widerstände. Um die erste Medienrevolution zu verstehen, müssen wir in eine Welt reisen, in der Informationen sich im Tempo eines Fußgängers oder Pferdes bewegten. Über Jahrtausende dominierte die mündliche Überlieferung. Geschriebenes existierte zwar, aber es war eine unvorstellbare Seltenheit. In Skriptorien kopierten Mönche mühsam Texte per Hand. Ein einziges Buch konnte Jahre dauern und kostete ein Vermögen. Die Arbeit war kunstvoll, aber langsam und fehleranfällig. Jedes Buch war ein Unikat. Wissen war Macht und es war fest in den Händen der Kirche und der Aristokratie. Die breite Bevölkerung lebte in lokaler Isolation und Unwissenheit. Doch Mitte des 15. Jahrhunderts sollte ein Mann in Mainz diese Ordnung für immer zerstören. Johannes Gutenberg, ein Goldschmied und Erfinder, hatte eine revolutionäre Idee.
Er zerlegte den Text in seine kleinsten Bestandteile, die Buchstaben. Er entwickelte bewegliche Lettern aus Metall, die immer wieder neu zusammengesetzt werden konnten. Kombiniert mit einer umgebauten Weinpresse und einer neuen ölhaltigen Tinte schuf er die erste effiziente Druckmaschine der Welt. Um 1450 war es soweit. Die Gutenberg-Bibel wurde gedruckt. Es war nicht nur das erste massenproduzierte Buch, es war der Startschuss für das Informationszeitalter. Die Auswirkungen waren seismisch. Plötzlich konnten Informationen schnell, billig und in identischer Form vervielfältigt werden. Druckereien verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch Europa. Das beste Beispiel? Martin Luther. Als er 1517 seine 95 Thesen veröffentlichte, wurden sie sofort gedruckt. Was als lokale Debatte begann, wurde dank des Drucks zu einem Massenphänomen. Ohne den Buchdruck wäre die Reformation wahrscheinlich eine lokale Kontroverse geblieben. Der Druck machte sie zu einer Revolution, die Europa spaltete. Doch es ging nicht nur um Religion. Wissenschaftliche Ideen und philosophische Werke wurden zugänglich. Die Aufklärung, die Idee, dass Vernunft und Wissen die Welt verbessern können, basierte fundamental auf gedruckten Texten. Im 17. Jahrhundert entstand dann eine neue Form des Mediums, die Zeitung. Regelmäßige Publikationen schufen eine informierte Öffentlichkeit, die in Kaffeehäusern zusammenkam, um Politik zu diskutieren. Doch die Machthaber sahen dieser Entwicklung nicht tatenlos zu. Sie erkannten schnell die Gefahr, die von unkontrollierter Information ausging. Die Antwort war Zensur. Drucker brauchten Lizenzen, Texte mussten genehmigt werden und unliebsame Schriften wurden verboten. Druckereien wurden zerstört und Autoren verfolgt. Der Kampf um die Pressefreiheit hatte begonnen. Doch der Geist war aus der Flasche. Die Technologie war bereits dabei, die nächste, noch schnellere Revolution vorzubereiten. Der Buchdruck hatte das Wissen demokratisiert, aber die Verbreitung war immer noch an physische Grenzen gebunden. Eine Nachricht von London nach New York brauchte Wochen. Die nächste Revolution bestand darin, Information vom Transport zu entkoppeln. Die Antwort war Elektrizität. Mit der Erfindung des Telegraphen Mitte des 19. Jahrhunderts konnte eine Nachricht Kontinente in Minuten durchqueren. Zum ersten Mal in der Geschichte reiste Information schneller als der Mensch. Überall auf der Welt wurden Kabel verlegt, sogar auf dem Meeresgrund, wie mit dem Transatlantikkabel. Die Welt schrumpfte. Finanzmärkte reagierten sofort auf Ereignisse am anderen Ende der Welt und Zeitungen konnten tagesaktuelle Nachrichten drucken. Die moderne Nachrichtenagentur und die Schlagzeile waren geboren. Der Telegraph war schnell, aber abstrakt. Die nächste Stufe war drahtlos und direkt, das Radio. Anfang des 20. Jahrhunderts begann das Zeitalter des Rundfunks. Es war magisch. Plötzlich drangen Stimmen und Musik direkt in die Wohnzimmer der Menschen. Das Radio wurde zum ersten echten Massenmedium, das eine ganze Nation gleichzeitig erreichen konnte, unabhängig von Bildung oder sozialer Schicht. Es schuf ein neues Gefühl der nationalen Identität und Unmittelbarkeit. Politiker wie Franklin D. Roosevelt nutzten das Medium meisterhaft für seine Fireside-Chats, um direkt zur Bevölkerung zu sprechen und Vertrauen zu schaffen. Die Macht des Mediums zeigte sich auch in seiner Fähigkeit, Massenpanik auszulösen, wie 1938 bei Orson Welles' Hörspiel Krieg der Welten, das viele Zuhörer für eine echte Alien-Invasion hielten. Das Radio informierte, unterhielt und verband. Aber ihm fehlte ein entscheidendes Element: das Bild. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Siegeszug des Fernsehens. Was als Luxusgut begann, wurde schnell zum Zentrum des modernen Lebens. Das elektronische Lagerfeuer, um das sich die Familie versammelte.
Das Fernsehen veränderte die Politik. Das TV-Duell zwischen Kennedy und Nixon 1960 zeigte, dass das Aussehen und Auftreten nun genauso wichtig waren wie der Inhalt. Wer im Fernsehen gut aussah, gewann. Der Höhepunkt dieses kollektiven Erlebens war die Mondlandung 1969. Geschätzte 650 Millionen Menschen weltweit sahen gleichzeitig zu. Das größte Medienereignis bis dahin. Doch das Fernsehen zeigte auch die Schattenseiten. Vietnam wurde der erste Fernsehkrieg. Die ungeschönten Bilder aus den Kriegsgebieten, die jeden Abend ausgestrahlt wurden, beeinflussten die öffentliche Meinung maßgeblich und trugen zum Widerstand gegen den Krieg bei. Der Medientheoretiker Marshall McLuhan prägte den Begriff des globalen Dorfes. Die elektronischen Medien hatten die Welt vernetzt. Doch diese Vernetzung hatte auch eine dunkle Seite. Denn Medien konnten nicht nur informieren, sondern auch manipulieren. Die immense Macht, die Radio und Film boten, Millionen Menschen emotional zu erreichen, barg ein riesiges Missbrauchspotenzial. Was Massen verbinden kann, kann sie auch manipulieren. Totalitäre Regime erkannten dieses Potenzial sofort. Insbesondere das nationalsozialistische Deutschland perfektionierte die Kunst der Massenpropaganda und die Gleichschaltung der Gesellschaft. Mit dem subventionierten Volksempfänger sorgte das Regime dafür, dass die Stimme der Diktatur in jedes Wohnzimmer drang. Unabhängige Informationen wurden eliminiert, Kritik im Keim erstickt. Die Medien waren keine vierte Gewalt mehr. Sie waren das Sprachrohr der ersten Gewalt. Das Ziel war die totale Kontrolle über die Gedanken und das Ende jeder freien Presse. Die Botschaft war allgegenwärtig, emotional aufgeladen und ließ keinen Raum für Zweifel. Dieses Muster wiederholte sich in der Sowjetunion und während des Kalten Krieges. Die Welt war geteilt und auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs tobte ein Informationskrieg, in dem die Medien die eigene Ideologie priesen und die des Gegners verteufelten. Sender wie Radio Free Europe versuchten, Informationen hinter den Eisernen Vorhang zu bringen, während staatliche Sender die Deutungshoheit verteidigten. In der westlichen Welt nahm die Kontrolle der Medien eine andere, subtilere Form an: die Macht des Geldes. Mit der Deregulierung der Märkte in den 1980ern wurden Medien zunehmend als Ware betrachtet. Es kam zu einer massiven Medienkonzentration. Eine Handvoll globaler Konzerne kontrolliert heute einen riesigen Teil der Zeitungen, Fernsehsender und Online-Plattformen. Medienmogule wie Rupert Murdoch oder Silvio Berlusconi bauten Imperien auf, die ihnen enormen politischen Einfluss ermöglichten, oft ohne demokratische Kontrolle. Wenn Profit das Hauptziel ist, leidet die journalistische Pflicht. Dies führte zum Aufstieg von Infotainment. Sensation, Skandal und Polarisierung generieren höhere Einschaltquoten als komplexe Analysen. Die Kontrolle erfolgt nicht durch Verbot, sondern durch Ablenkung und die Jagd nach Aufmerksamkeit. Doch diese etablierten Strukturen sollten bald durch die größte Disruption seit Gutenberg erschüttert werden. Die bisherigen Massenmedien funktionierten nach einem Prinzip: einer sendet, viele empfangen. Es war zentralisiert. Das Internet und das World Wide Web haben diese Struktur in den 1990ern zerschlagen. Plötzlich war es möglich, Informationen global, sofort und nahezu kostenlos zu verbreiten. Die Technologie war anfangs langsam und klobig. Man denke an das Geräusch der Einwahlmodems. Aber das Potenzial war revolutionär. Die traditionellen Gatekeeper, die Verleger, Chefredakteure und Senderchefs, verloren ihr Monopol auf die Verbreitung von Informationen. Jeder mit einem Internetzugang konnte theoretisch die ganze Welt erreichen. Der nächste Schritt war das Web 2.0. Es ging nicht mehr nur ums Konsumieren, sondern ums Mitmachen. Der passive Medienkonsument wurde zum aktiven Prosumenten, Produzent und Konsument zugleich. Blogs, Foren und Wikis wie Wikipedia entstanden.
Menschen begannen ihr Wissen und ihre Meinungen online zu teilen, oft detaillierter und schneller als traditionelle Medien es konnten. Die Explosion kam mit den sozialen Medien. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und später TikTok. Kombiniert mit der Verbreitung von Smartphones wurde jeder Mensch zu einem potenziellen Sender mit einer Kamera in der Tasche. Das hatte reale Konsequenzen. Ereignisse wie der arabische Frühling zeigten die Macht von sozialen Medien, Proteste zu organisieren und staatliche Zensur zu umgehen. Der Citizen Journalism, Bürgerjournalismus, war geboren. Es schien wie die ultimative Demokratisierung der Medienlandschaft. Aber diese neue Freiheit brachte eine überwältigende Flut an Inhalten mit sich. Die schiere Menge an Informationen im Internet ist für einen Menschen nicht zu bewältigen. Um Ordnung in dieses Chaos zu bringen, brauchte es neue Gatekeeper. Doch diesmal waren es keine Menschen, sondern Maschinen. Algorithmen. Komplexe Berechnungsvorschriften von Tech-Giganten wie Google und Meta entscheiden heute, was wir sehen und was nicht. Sie kuratieren unseren Newsfeed, basierend auf unserem Verhalten, unseren Vorlieben und dem, was uns am längsten auf der Plattform hält. Das Ziel ist nicht primär Information oder Aufklärung, sondern Engagement und Profit. Wir erhalten eine hyperpersonalisierte Realität, die oft nicht die Realität widerspiegelt, sondern nur das, was uns triggert. Diese Dynamik hat gravierende Folgen. Erstens Fake News und Desinformation. Lügen verbreiten sich oft schneller als Fakten, weil sie emotionaler sind und mehr Engagement erzeugen. Genau das, was die Algorithmen bevorzugen. Die Geschwindigkeit und Anonymität des Internets machen es leicht, Quellen zu fälschen und Propaganda zu verbreiten. Oft mit dem Ziel, Gesellschaften zu destabilisieren oder Wahlen zu beeinflussen. Zweitens, Filterblasen und Echokammern. Algorithmen zeigen uns bevorzugt Inhalte, die unsere bestehenden Meinungen bestätigen. Wir verlernen, uns mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen. Das Ergebnis ist eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Wir leben in getrennten Realitäten, was den demokratischen Diskurs massiv erschwert und das Vertrauen in alle Medien untergräbt. Die digitale Revolution hat uns verbunden wie nie zuvor, aber sie droht uns auch auseinanderzureißen. Und wir stehen bereits an der Schwelle zur nächsten technologischen Welle, die alles noch komplizierter machen wird. Wir verlassen das Zeitalter der Information und betreten das Zeitalter der Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein weiteres Werkzeug, sie wird die Medienlandschaft radikaler verändern als das Internet selbst. Schon heute schreiben Algorithmen Sport- oder Finanznachrichten. Doch wir steuern auf eine Zukunft zu, in der ein Großteil der Medieninhalte von Maschinen erstellt, kuratiert und sogar präsentiert wird. Das führt zur Hyperpersonalisierung. Dein Newsfeed wird nicht nur auf deine Interessen zugeschnitten sein, sondern in Echtzeit auf deine Stimmung und deine Biodaten reagieren. Informationen, die nur für dich existieren. In einer Welt ohne gemeinsame Informationsgrundlage. Die vielleicht beunruhigendste Entwicklung ist der Angriff auf die Realität selbst. Deepfakes, täuschend echte KI-generierte Videos und Audios. Wir betreten eine Ära, in der Sehen ist Glauben nicht mehr gilt. Das Potenzial für politische Manipulation und den totalen Vertrauensverlust ist unermesslich. Ein einziges, gut platziertes Deepfake-Video könnte einen Krieg auslösen oder Wahlen entscheiden, bevor die Wahrheit ans Licht kommt. Und hier müssen wir transparent sein, auch dieses Video wurde mit Hilfe von KI erstellt. Die Szenen, die ihr seht, von Gutenbergs Werkstatt bis zu diesem Moment, sind nicht gefilmt, sondern von einer KI generiert worden. Während wir diese Tools zur Visualisierung nutzen, zeigt es, wie leicht die Realität heute synthetisiert werden kann. Die Unterscheidung zwischen authentisch und künstlich wird zur zentralen Herausforderung unserer Zeit. Gleichzeitig könnten immersive Medien wie Virtual Reality den Journalismus revolutionieren. Anstatt nur von einer Katastrophe zu lesen, könnten wir sie virtuell erleben, um Empathie und Verständnis zu fördern. Doch es birgt auch die Gefahr der Flucht in künstliche Realitäten,
die angenehmer sind als die echte Welt, eine neue Form der Isolation. Die große Frage bleibt: Führt uns diese Entwicklung zu einer hyperaufgeklärten, global vernetzten Gesellschaft oder stürzen wir in eine Ära der totalen Fragmentierung, in der eine gemeinsame Realität nicht mehr existiert? Wir sind einen langen Weg gegangen, von der mühsamen Handarbeit der Mönche über die Explosion des Drucks, die Unmittelbarkeit von Radio und Fernsehen bis hin zur globalen Vernetzung und der Synthese der Realität durch KI. Jede neue Technologie brachte das Versprechen von mehr Wissen und mehr Demokratie. Und jede Technologie wurde auch genutzt, um zu kontrollieren, zu manipulieren und zu profitieren. Die Geschichte der Medien zeigt einen ständigen Kampf zwischen der Ermächtigung des Einzelnen und den Interessen der Mächtigen, ob Staaten, Konzerne oder Algorithmen. Die Technologie wird sich immer schneller weiterentwickeln. Wir können die Flut an Informationen und synthetischen Inhalten nicht aufhalten. Aber wir können lernen, darin zu schwimmen. Die Verantwortung liegt nicht mehr nur bei Journalisten oder Plattformen. In einer Welt, in der jeder ein Sender ist, liegt die Verantwortung bei uns allen. Wir müssen aufhören, passive Konsumenten zu sein. Wer ist die Quelle? Wer profitiert davon? Welche Perspektiven fehlen? Medienkompetenz ist die essentielle Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts. Es ist die Fähigkeit, die Mechanismen hinter den Informationen zu verstehen. Es ist die Fähigkeit, die Matrix der Medien zu durchschauen. Wach auf. Der Algorithmus beobachtet dich. Die Wahrheit kann man nicht liken, nur leben. Willst du sehen, was sie dir nicht zeigen? Bist du bereit, hinter den Algorithmus zu schauen? Dann abonniere.